Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein schnelles und einfaches Rezept für leckere Scones mit Blaubeeren. Dafür als erstes 500 Gramm Weizenmehl Typ 405 in eine große Rührschüssel geben, ein Päckchen Backpulver, 75 Gramm Zucker, 125 Gramm kalte Butter und einen halben Teelöffel Salz dazu geben. Anschließend alles mit den Händen kurz miteinander verkneten, bis die Butter komplett eingearbeitet wurde und das Ganze wie so ein mehliger Streuselteig aussieht. Als nächstes kommen 2 kleine bis mittelgroße Eier dazu, außerdem 250 ml Milch. Alles mit einem Löffel verrühren, bis sich alle Zutaten gleichmäßig verteilt haben. Und zum Schluss geben wir die Blaubeeren dazu, 250 Gramm. Die Blaubeeren jetzt kurz unterheben, ohne sie dabei zu zerdrücken, und danach ist der Teig fertig. Jetzt die Arbeitsplatte gut einmehlen, den klebrigen Scones-Teig auf die bemehlte Fläche geben, von oben ebenfalls gut bemehlen und den Teig jetzt ein paar Mal vorsichtig zusammenfalten, dabei immer mal wieder bemehlen, dann behutsam flach drücken, etwa 3 bis 4 cm dick, ohne dabei die Blaubeeren zu zerdrücken. Und danach können wir die Scones ausstechen. Ich habe dafür einen runden Ausstecher mit ca. 10 cm Durchmesser verwendet. Ihr könnt die Scones aber auch mit einem Messer beispielsweise in Ecken schneiden, das würde auch funktionieren. Und wenn das erledigt ist, alle Scones nebeneinander auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech setzen, den restlichen Teig nochmals zusammenkneten, wieder flach drücken und weitere Scones ausstechen, bis der komplette Teig aufgebraucht ist. Alle Blaubeer-Scones danach noch mit etwas verquirltem Ei bestreichen und so geht das Backblech dann in den vorgeheizten Backofen bei 220 Grad Ober- und Unterhitze für etwa 15 bis 18 Minuten, bis die Scones schön aufgegangen sind und eine goldbraune Farbe angenommen haben. Nach der Backzeit das Blech aus dem Ofen holen. So sehen die fertigen Blaubeer-Scones dann aus. Jetzt kurz abkühlen lassen und die Scones am besten noch lauwarm mit Butter servieren. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbacken. Bis zum nächsten Mal.